Hallo, heute zeige ich, wie man den ADX-Indikator nutzt und damit Geld verdient. Meine lieben Freunde, Sie sehen sich meine Videos an und möchten anfangen, Geld zu verdienen, haben immer Fragen oder Sie möchten sicherstellen, dass die Strategien in der Praxis tatsächlich funktionieren, dann müssen Sie unbedingt meinen Telegram-Kanal abonnieren. Dort erkläre ich meine Strategien ausführlicher und mache Livestreams, in denen ich mit Abonnenten handle. Hallo zusammen, Sie wussten wahrscheinlich nicht, dass Sie mit Hilfe des ADX-Indikators Ihr Depot vervielfachen können, nur wenigen Minuten. Also heute werde ich Ihnen alle meine Erfahrungen mit dem ADX-Indikator erzählen, aber es gibt einen wichtigen Punkt. Es gibt also viele Nuancen, also schauen Sie sich dieses Video sorgfältig und bis zum Ende an. Der Link zu dem Broker, bei dem ich handle, ist in der Beschreibung. Also registrieren Sie sich und machen Sie es mir nach. Viel Spaß beim Anschauen. Fügen wir jetzt zunächst unseren Indikator zur Grafik hinzu. Wir gehen auf diese Registerkarte und fügen den ADX-Indikator hinzu. Und wie Sie sehen können, haben wir 3 Linien auf dem Indikator. Wie können wir das nun herausfinden? Zuerst gehen wir zu den Indikatoreneinstellungen, öffnen die Stelle und machen die letzten beiden Linien Plus und Minus deutlicher. Hier. Nun wollen wir den Indikator selbst verstehen. Das erste, worauf Sie achten sollten, ist die orangefarbene Linie. Das ist die ADX-Linie. Sie zeigt die Stärke des Trends an. Befindet sich diese Linie im oberen Bereich des Indikators, dann ist der Trend stark und vielleicht sogar sehr impulsiv. Die blaue Linie zeigt an, wie stark der Kurs steigt, und die gelbe Linie, wie stark der Kurs fällt. Also ja, 3 Linien, orange, blau und gelb. Unsere Aufgabe bei der Arbeit mit diesem Indikator ist es, auf die Schnittpunkte zu achten. Ich möchte Ihnen ein deutliches Beispiel für eine Kreuzung geben, damit Sie verstehen, an welchem Punkt Sie ein Geschäft eröffnen sollten. Also, schauen wir uns diesen Ausschnitt in Grafik an. An diesem Punkt sehen wir den ersten Kreuzung. Und an diesem Punkt würden wir nach oben eröffnen. An dieser Kreuzung sehen wir eine Trendwende. Diesen Trendwechsel erkennen wir an der Kreuzung. Bei dieser Kreuzung kreuzt die blaue Linie die gelbe Linie von unten nach oben. Dies bedeutet, dass der Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend übergeht. Bei einem Abwärtstrend sollte das Gegenteil der Fall sein. Schauen wir uns also die nächste Kreuzung an. Wir haben diese Kreuzung genau hier an diesem Punkt und das ist der Punkt, an dem wir abwärts eröffnen würden. Bei diesem Kreuzung kreuzt die blaue Linie die gelbe Linie von oben nach unten. Das ist unser Abwärtssignal. Aber wie wendet man diesen Indikator mit Hilfe der ATX-Linie an? Also, ich möchte Sie daran erinnern, dass diese Linie Aufschluss über die Stärke des Trends gibt. Je höher diese Linie ist, desto stärker ist der Trend. Es ist ganz einfach, wenn wir ein Signal für eine Trendänderung sehen und die ADX-Linie im oberen Teil der Grafik liegt, dann ist dieses Signal von größerer Bedeutung. Lassen Sie uns nun zum Handel übergehen. Während des Handels werde ich Ihnen auch einige Tipps geben, die offensichtlich die Gewinnrate Ihres Geschäfts bei Ihrem Handel verbessern werden. Also, los geht's. Also, ich habe die erste mehr oder weniger interessante Situation bei einem Trendwechsel gefunden. Schauen wir mal, was wir hier sehen. Also, zunächst einmal sehen wir, dass wir hier lange Zeit einen Aufwärtstrend hatten. Aber erst jetzt haben wir einen Abwärtstrend erlebt. Wenn wir uns den ADX-Indikator ansehen, können wir sehen, dass sich die Linien gerade kreuzen werden. Und die blaue Linie wird die gelbe Linie von oben nach unten kreuzen. Dies zeigt eine Abwärtsbewegung an. Wir eröffnen einen Handel erst, wenn wir eine vollständige Überkreuzung sehen. Wir können uns auch die ADX-Linie ansehen, die orange ist. Sie befindet sich im oberen Teil der Grafik. Dies zeigt, dass der Trend wirklich stark ist und es durchaus möglich ist, dass er sich fortsetzen wird. Also wir haben also die Linien gekreuzt. Ich eröffne einen Handel mit $100 für 1 Minute auf der Abwärtsseite. Falls der Handel im Plus abschließt, verdiene ich netto $92.
Zoomen wir also auf der Grafik. Wir sind buchstäblich 5 Sekunden vom Ende des Handels entfernt. Der Preis liegt bei einem Einstiegspunkt und das ist großartig, dann mein Geschäftsführer Gewinn und wir haben netto $92 verdient. Das ist ein großartiges Ergebnis. Machen wir weiter. Also, ich sehe den Kreuzung. Ich eröffne ein $100 Geschäft für 1 Minute nach oben. In dieser Situation können wir also erstens sehen, dass die Gesamtbewegung zunächst abwärtsgerichtet war. An diesem Punkt haben wir jedoch eine Aufwärtsbewegung. In dieser Bewegung sehen wir eine Kreuzung des ADX-Indikators, bei dem die blaue Linie die gelbe Linie von unten nach oben kreuzt. Dies deutet auf einen Trendwechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend hin. Als bestätigende Faktoren kann ich auch darauf hinweisen, dass es ein Niveau an der Spitze gibt, auf das der Kurs zusteuert. Werfen wir auch hier einen Blick an diese Bewegung. Hier sind mehrere Kerzen zugunsten der Käufe entstanden. Einige von ihnen sind Ganzkörperkerzen. Dies deutet auf eine vollständige Dominanz der Käufer gegenüber den Verkäufern hin. Werfen wir auch einen Blick auf die ADX-Linie. Sie befindet sich an der Spitze des Indikators. Dies deutet darauf hin, dass diese Bewegung der Tat stark ist. Und während ich das erklärte, schließt unser Geschäft bereits mit Gewinn. Wir haben eine schöne Bewegung mit einer Kerze erwischt. Lassen Sie uns weitermachen. Jetzt sehe ich eine Kreuzung, die bei der vorherigen Kerze entstanden ist. Eröffnen wir ein Geschäft mit diesem gesamten Geld, das wir haben. Ich gehe in diesem Video ein hohes Risiko ein, aber ich empfehle Ihnen, bei Ihrem Handel alle Risiken betrachten. Schauen wir uns nun an, was wir auf der Grafik sehen. Wir sehen, dass wir einen Abwärtstrend hatten. Wir hatten einen guten Impuls in dieser Bewegung. Wenn wir uns den Indikator ansehen, sehen wir eine Kreuzung, bei dem die blaue Linie die gelbe Linie von unten nach oben kreuzt. Dies deutet auf eine Trendwende hin. Als bestätigende Faktoren kann ich anmerken, dass wir von oben bestimmte Niveaus haben, zu denen es durchaus möglich ist, dass der Preis tendiert. Und wir können uns auch die Kerzen ansehen, sie waren Impulskerzen und wir können uns diese Kerzen ansehen, sie waren mit einem großen Schatten und einem kleinen Körperhalt. Das deutet auf einen starken Käufer hin. Wir haben also eine großartige Bewegung und wir machen einen weiteren Gewinn. Ich denke, wir können ein bisschen zusammenfassen. Dank dieser Strategie haben wir es geschafft, $500 zu verdienen und damit unsere Einlage mehr als verfünffacht. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Sie in diesem Moment mit mehr handeln würden. Übrigens, heute werde ich mal eine kostenlose Handelssitzung auf meinem Telegram-Kanal halten. Den Link dazu werde ich in der Beschreibung sein. Also gehen Sie zu ihm, wenn Sie nach mehr zu wiederholen ein gutes Ergebnis bekommen wollen. Nun lassen Sie uns den Gewinn zu beheben und unseres Geld abzuheben. Also für die Auszahlung gehen wir in den Bereich Finanzen, klicken auf Geldabhebung. Dann schreiben wir den Betrag der Abhebung. Für mich ist es $500. Dann geben wir die Adresse unserer Brieftasche ein. Dann die Bestätigungscode. Klicken auf Weiter. Und unser Abhebungsantrag wurde erfolgreich erstellt. So, das ist das Ende dieses Videos. Ich danke Ihnen alle sehr viel für das Ansehen. Geben Sie bitte ein Like, abonnieren Sie den Kanal. Tschüssi.